Vielleicht hat der Fall von der Piusbruderschaft da geholfen, damit man das klärt. Was macht einen zum Schismatiker? Natürlich ist die sogenannte Piusbruderschaft, wie man im deutschen Sprachraum sagt, die Priesterbruderschaft des heiligen Pius X., ein lebendiger Teil der Kirche und sicherlich nicht schismatisch. Wir müssen über die Begriffe im Klaren sein. Was bedeutet Schisma und schismatisch? Hier gibt es keine klare, auch im Kirchenrecht, Definition oder dann Erklärung. Im Kirchenrecht heißt es, wer die Unterordnung unter den römischen Papst und die mit ihm verbundenen Bischöfe verweigert, sich nicht unterordnet, ist schismatisch. Was bedeutet das, sich nicht unterordnen? Das ist eine Frage der Interpretation. Und ich denke, dass in Zukunft das Kirchenrecht das klären müsste. Vielleicht hat der Fall von der Piusbruderschaft da geholfen, damit man das klärt. Was macht einen zum Schismatiker? Wir müssen auf die große Überlieferung der Kirche schauen. Die Kirche ist ja nicht jetzt erst seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil oder seit dem neuen Kirchenrecht, dem sogenannten, nicht dem neuen, sondern dem Kirchenrecht, dem Kodex, da meine ich, den Papst Pius X. und dann Benedikt XV. 1917 promulgiert haben, also einen Kodex. Vorher gab es keinen Kodex. Es war einfach eine große Ansammlung von traditionellen kirchenrechtlichen Texten, Corpus Juris Canonici, und dann erst wurde das in einem kleinen Buch, also zusammengefasst als Kodex. Und dort wurde das so definiert. Aber man müsste die Kriterien festlegen, was macht einen zum Schismatiker. Im Lichte der großen Tradition der Kirche, auch der Kirchenväter der ersten Jahrhunderte, die Kirche ist immer die gleiche geblieben. Wir haben nicht eine andere Kirche. Das ist die Kirche der Apostel, das ist die Kirche der Kirchenväter, der großen Heiligen. Und ein Schismatiker ist, so wie ich das sehe, was eher der großen Tradition der Kirche entspricht, jemand, der die Autorität des Papstes als solche ablehnt. Das heißt, sich unabhängig macht vom Prinzip, vom Grundsatz her, und eine eigene parallele Kirche aufbaut, bewusst gegen oder ohne den römischen Papst. Das ist Schisma. Ja, das ist Schisma. Und wenn dann so ein Bischof oder Priester, der Gläubige, dann als Zeichen dessen den Papst nicht mehr in der Messe, also beim Kanon, erwähnen, das ist ein konkretes Zeichen des Schismas, weil sie ja keine Gemeinschaft haben wollen. Das ist der Wille, der einen zum Schismatiker macht. Und der Grundsatz, ein theologischer Grundsatz. Man kann den gleichen Glauben haben. Und das ist zum Beispiel ein Fall der orthodoxen Kirche, die sich im 11. Jahrhundert vom römischen Stuhl, vom Heiligen Stuhl getrennt haben und sogar den Papst exkommuniziert haben, der Patriarch von Konstantinopel damals. Und so mit dieser Haltung, dass man den Papst exkommuniziert oder ihn nicht will und eine völlig unabhängige Kirche aufbaut, wie es auch die Orthodoxen damals getan haben im 11. Jahrhundert, leider, das ist Schisma. Ein konkretes Beispiel an Schisma. Oder andere schismatische Gemeinschaften wie die Jansenistische Kirche von Utrecht im 17. Jahrhundert und dann die altkatholische Kirche im 19. Jahrhundert und so andere noch. Und dann die sogenannten Sede-Vakantisten. Sede-Vacantia heißt ja, dass der römische Stuhl leer ist. Das ist wieder eine andere Form vom Schisma. Das heißt, dass man
entweder im Prinzip den Papst ablehnt, und natürlich ihn dann auch nicht erwähnt im Kanon, oder dass man einen konkreten Papst, einen gültigen Papst, als ungültig bezeichnet und damit ihn auch nicht mehr erwähnt im Kanon. Das sind die sogenannten heutigen zeitgenössischen sedevakantistischen Gruppen, die sehr verschieden sind in der Kirche, die nach dem Konzil begonnen haben. Also das wäre das erste Kriterium oder das zweite. Und somit, das ist eigentlich das Wesen eines Schismatikers. Und das alles trifft nicht auf die Piusbruderschaft zu und auch nicht auf den Erzbischof Lefebvre, weil man ja eben mit dem Heiligen Stuhl verbunden sein will. Das war ja das Leiden von Erzbischof Lefebvre, dass man ihm das nicht gewährt hat. Er wollte in voller Übereinstimmung mit der Tradition gehen und gleichzeitig vom Heiligen Stuhl damit anerkannt werden. Und der Heilige Stuhl hat damals es nicht getan. Und Erzbischof Lefebvre hat ja gesucht einen Weg. Und das ist auch die Piusbruderschaft heute, ist immer bereit, vom Heiligen Stuhl eine Anerkennung zu bekommen. Und das ist ja ein Zeichen, dass man nicht schismatisch ist konkret. Und dann, dass man für den Heiligen Vater, für den Papst, die jeweiligen betet, öffentlich im Kanon und auch außerhalb, und den Ortsbischof erwähnt. Und das hat ja immer die Piusbruderschaft getan und tut es bis heute noch. Und das ist ein klares Zeichen, dass es nicht schismatisch ist. Natürlich, dann kommt die schwierige Frage der Bischofsweihen von 1988, die Erzbischof Lefebvre getan hat, ohne die Erlaubnis des Papstes oder sogar gegen sein Verbot. Nun, auch das muss man im Licht der großen Tradition der Kirchengeschichte sehen. An sich, im alten Kodex war eine unerlaubte Bischofsweihe, wenn ein Bischof ohne Erlaubnis des Papstes einen anderen zum Bischof geweiht hat, nicht automatisch die Strafe der Exkommunikation, sondern nur der Suspension. Und das ist doch ein großer Unterschied, Suspension und Exkommunikation. Das heißt, praktisch 2000 Jahre, also bis zum neuen Kodex 1983, formell, war eine unerlaubte Bischofsweihe nicht als schismatisch eingestuft worden, sondern als ein Akt des Ungehorsams. Suspension, das ist auch eine Strafe für die Kleriker, dass man keine Amtshandlungen oder keine Sakramente mehr spenden darf, aber nicht exkommuniziert ist. Man kann kommunizieren selber, aber nicht Amtshandlungen verrichten, vor allem Sakramente spenden. Und und das muss man bedenken auch hier. Und Erzbischof Lefebvre hat sich immer bemüht, er hat immer sich gewehrt, hat gesagt, wir möchten keine Parallelkirche aufbauen. Er hat ja auch diese Bischöfe nicht zu Titularbischöfen ernannt oder ihnen eine Diözese zugewiesen, sondern einfach nur, damit die Sakramente in der überlieferten Form, in einer gesicherten Form weitergegeben werden dürfen, bis der nächste Papst kommt und diese Bischöfe dann sozusagen regularisiert. Das hat auch der Erzbischof so deutlich auch gesagt. Das heißt, diese Bischöfe wurden nur geweiht, damit sie die Priesterweihe spenden können und die Firmung oder die Kircheweihen zu machen, eben sakramentale Handlungen oder andere Handlungen, liturgische Handlungen, die dem Bischof vorbehalten sind. Das heißt, es war eine Notlösung. Und der Erzbischof Lefebvre hat gemeint, es ist eine relativ kurzzeitige Situation mit diesen sozusagen irregulären Bischöfen. Und es ist klar ersichtlich aus seinen Worten, dass er bei der Bischofsweihe keine schismatische Absicht hatte. Das heißt, er war ungehorsam gegen den Papst, formell. Aber ich wiederhole, ungehorsam, auch in diesem Punkt hat die Kirche früher nicht als einen schismatischen Akt eingestuft. Und es ist nicht wesentlich notwendig vom göttlichen Recht, dass man die Zustimmung des Papstes braucht für eine Bischofsweihe.
nämlich im 1. Jahrtausend. Es war die Regel, dass die Bischöfe im Osten einfach ohne Mitwirkung des Papstes geweiht wurden und ausgewählt und geweiht wurden. Man hat später, der geweihte Bischof, den Papst einfach informiert, dass er Bischof ist und um die kirchliche Gemeinschaft gebeten. Entweder persönlich oder durch seinen Patriarchen. Aber der Papst war nicht beteiligt an der Auswahl der Kandidaten oder an seiner Zustimmung zu dieser konkreten Bischofsweihe. Und das war sogar im Westen lange Zeit der Fall gewesen. Das heißt, das ist ein Zeichen, ein klarer Beweis, dass die Bischofsweihe ohne die Mitwirkung des Papstes an sich oder die Auswahl der Kandidaten nicht vom göttlichen Recht verlangt wird. Was vom göttlichen Recht verlangt wird, dass der geweihte Bischof, egal ob er mit Mitwirkung des Papstes geweiht wurde oder ohne, als Bischof öffentlich den Papst anerkennt, den katholischen Glauben bekennt und den Papst bei der Liturgie erwähnt und in Einheit mit ihm so lebt. Und außer es gibt sehr, sehr konkrete, schwierige Situationen, Notsituationen, wie es eben nach dem Konzil war und in unserer Zeit, wo es nicht möglich ist, in dieser vollen kanonischen Reguliertheit oder das heißt, das geregelt ist, Geregeltheit zu leben, wie es der Fall der Piusbruderschaft jetzt ist. Und wir hoffen, dass die künftigen Päpste dem Erzbischof Lefebvre danken werden für seinen heroischen Einsatz für die Erhaltung der Reinheit des katholischen Glaubens und der Heiligen Messe, der Liturgie und der Priesterausbildung. Da glaube ich fest daran. Und auch dann die Bischöfe der Piusbruderschaft regularisiert werden und gemäß dem Kirchenrecht dann noch ihr Amt voll ausüben dürfen.